Ich wollte ja sagen. Ich habe das Drama um die Q-Amplis nie verstanden. Wenn man sich mal anguckt, wie wenig XP man in Flive Base bekommt, dann braucht man diese Q-Amplis auch. Und letztendlich war das einfach nur eine ganz normale Taktik, wie sie halt Geld verdient haben in dem Game. Ist auch nichts anderes als im Flive Universe mit den geistesgestört überteuerten Party-Skills, Party-Scrolls und FEC-Flasks zum Beispiel. Ich meine, beschwert sich irgendjemand über die FEC-Flask eigentlich? Die gibt, klar, okay, sie gibt keine 1000% mehr XP, aber sie gibt 50% Droprate, was auch ziemlich heftig ist. Das ist für viele wahrscheinlich mehr wert als die XP. Auch 50% XP und 15% PvE-Schaden und kostet freaking 3800 F-Coin. Gut, zugegebenermaßen hält sie den ganzen Monat, aber läuft halt auch ab, wenn du offline bist. Und ich meine, niemand spielt den ganzen Monat durchgehend, also... Ich finde, die Q-Amplis sind unberechtigterweise so verhasst, weil es war halt einfach ein Money Grab. Und sie hätten aber auch gefühlt jeden anderen Money Grab nehmen können. Ich meine, 50% mehr ist die Penya Flask Bold. Die Penya Flask musst du als Standard ansehen. Also es ist nur 50% mehr XP und Drop. Ja. Also ich finde, die meisten Leute... Vor allem geben voll viele Leute den Q-Amplis die Schuld, dass Flive-PC immer schlechter geworden ist. Aber es ist ja Schwachsinn. Der Grund, warum Flive-PC immer schlechter geworden ist, weil es einfach komplett verbuggt war. Und Duping und Botting. Also Duping ist zu 99% eine MS tot. Oh boy. Duping ist meiner Meinung nach der Hauptgrund. Warum Flive-PC immer schwächer wurde, schlechter wurde. %1000. Botting, auch noch eine große Rolle. Und no joke, wenn Botten und Duping niemals zur Überhand genommen hätte, dann hätten wir auch niemals so viele Spieler verloren. 1000%. Die Leute suchen halt aus irgendeinem Grund bei Dingen die Schuld, die halt verhältnismäßig harmlos sind. Allein Botting, wie viele Leute aufgehört haben wegen Bots, wie viele Leute aufgehört haben wegen Dupes, das ist halt unzählig. Im Verhältnis dazu sind die Leute, die wegen Amplis, Q-Amplis aufgehört haben, nichts. Muss man einfach sagen. Habe auch mal ein Video auf YouTube gesehen von einem relativ großen YouTuber, warum Flive gestorben ist. Und normalerweise wäre mir das nicht so wichtig wahrscheinlich, aber bei Flive ist es halt schon crazy. Der hat so krass schlechte Sachen gesagt. Also falsche Sachen einfach. Der hat zum Beispiel auch, also ich meine, sicherlich sind das auch Faktoren. Also bei Flive Universe auch so, dass schon einige Leute es nicht mehr so gut gefällt. Dass man jetzt auch schon wieder hier Millionen von DPS haben kann und so weiter. Also Power Creep und solche Geschichten, keine Frage. Das hat sicherlich auch, oder hätte, wird sicherlich auch immer wieder ein Grund sein, warum jemand aufhört. Aber die Bots und das Duping, das hat es einfach ruiniert. Muss man einfach sagen. Das war der Anfang vom Ende, dass das so Überhand genommen hat. Und, auch in diesem Video wurde die Schuld probiert aufzuwälzen auf die Q-Amplis, auf Power Creep, mangelnde, schlechte, fehlende Updates, ich meine, oder fehlenden Content. Zugegebenermaßen ab einem gewissen Punkt stimmt das schon, weil Gala ja irgendwo probiert hat, leider auf Mobile Games umzusteigen, was absolut schief gelaufen ist und immer noch bis heute die dümmste Entscheidung aller Zeiten bleibt.
Wenn das Einzige, was jemals funktioniert hat, ist ein PC-Spiel. Und nach 10 Jahren sagst du, weißt du was, machen wir doch einfach nur noch Mobile Games. Also ich verstehe nicht mal, wie man darauf kommt. Also gut, ich verstehe schon darauf, es ist eine japanische Firma und in Japan ist der Mobile Game Markt oder in Asien ist der Mobile Game Markt brutal, bombastisch, monströs, monumental, riesig. Aber erinnert ja nichts dran, du hast halt ein scheiß PC-Spiel entwickelt, dann musst du halt auch einfach bei dem PC-Spiel bleiben. Ich meine, sicherlich sind das auch Gründe, warum Dinge schlechter geworden sind, kann man sagen. Aber der Hauptgrund oder die Hauptgründe sind definitiv die kriminellen Machenschaften, die die komplette Wirtschaft an die Wand gefahren haben und so. Also ich wette nicht mal die Hälfte der Leute, die bis, keine Ahnung, sagen wir 2014 gequittet haben, hätten auch gequittet, wenn es niemals Duping oder Botting gegeben hätte. Und selbst wenn sie gequittet hätten, wären sie vielleicht zurückgekommen und da geblieben. Aber viele Leute haben sich halt irgendwann wieder eingeloggt. Keine Ahnung, sagen wir, du hast 2010 gequittet oder so. Und ich meine, ich lese das ja immer noch fast jeden Tag gefühlt, dass jemand so und so viele Jahre nicht gespielt hat und jetzt wieder zurückkommt. Jetzt ist es halt Flive Universe, aber ist ja egal, es war bei Flive PC genau das gleiche. Da haben auch schon immer Leute gesagt, 2012 das letzte Mal gespielt, 2010 das letzte Mal gespielt, 2008 das letzte Mal gespielt. Und dann loggen sie sich halt ein und sehen halt die Preise oder fangen vielleicht sogar neu an zu spielen und sagen, ja wow, in Astria laufen ja nur Bots rum und so und wieso macht da keiner was? Oder ich habe gesehen, einer verkauft irgendwie 500 von irgendwelchen Premium-Items, die eigentlich so und so viele Euros kosten. Wie kann das sein und so? Und warum macht da keiner? Und das ist dann immer eigentlich der Grund, warum die Leute dann sagen, oh, also dann sagst du ihnen halt, ja, es gibt halt da ein Problem und das kriegen die nicht in den Griff und das ist halt leider so. Man muss es leider akzeptieren. Es wird halt nichts passieren. Entweder du akzeptierst es oder du hörst auf zu spielen. Das waren so immer die beiden Optionen. Und die meisten Leute haben sich dann halt leider für nicht mehr spielen entschieden. Und ich habe eigentlich nie, also ich meine, es wird immer wieder drüber geredet, aber wenn ich jetzt zusammenfassen müsste, warum Leute gequittet haben, würde ich sagen 90% Botten und Dupen und 10% andere Gründe. Oder sagen wir 70% Botten und Dupen, dann wahrscheinlich 20% tatsächlich einfach fehlende Zeit, fehlendes Interesse und die restlichen 10% sind vielleicht Content-Gründe, Power Creep und solche Geschichten. Aber das ist wirklich also da sind auch mehr Leute, die nicht mehr spielen, weil sie halt einfach keine Zeit mehr haben oder weil er einfach zu zeitintensiv ist und so. Weil man zu viel grinden muss. Und das hat sich ja jetzt bei Flive Universe auch nicht wirklich geändert. Das ist ja bei Flive PC und bei Flive Universe auch gleich geblieben. Und, wir haben keine Wette, by the way, gemacht. Aber ja, also ich finde, manche haben da eine verschobene Wahrnehmung. Was denn tatsächlich die Gründe waren, warum da hier bei Flive PC der Karren an die Wand gefahren ist. Also heißt ja nicht, dass es nicht auch Teilgründe sind, aber die sind halt so kleinteilig, so nebensächlich, dass es halt lächerlich ist. Also darauf quasi den Untergang des gesamten Spiels zu schieben, ist halt Schwachsinn, weil es einfach nicht stimmt. Und ich behaupte mal, ich kann das relativ gut beurteilen, weil ich dieses Spiel so lange gespielt habe wie fast niemand. Jahrelang. Und ja auch immer wieder das Feedback bekomme von Leuten im Chat, warum sie nicht mehr spielen, warum sie aufgehört haben und so weiter.